Yeah, Japano-Schlampen erleben schlampige Abenteuer, total schlampig. Japano-Schlampen. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße. Japano-Schlampen. Movie. Das super mega mysteriöse, kackgruselige Horrorabenteuer. Tschüss, Kinder, ich gehe zum Elternabend. Ich habe euch zum Abendbrot eine Kleinigkeit auf den Tisch gestellt. Okay, danke, Okasan. Bis dann. Sag mal, ciao. Deine Eltern sind doch tot. Wie geht denn für dich zum Elternabend? Ich hatte dem Hausmeister mal 30 Cent geliehen. Seitdem steht er in meiner Schuld. Willkommen beim Elternabend. Schön, Sie wiederzusehen. Ach, da ist ja auch die Mutter von Ciao. Gut sehen Sie aus. Der Elternabend kann beginnen, Herr Rektor. Guten Abend. Die Käsestangen der Cafeteria werden bald 10 Cent teurer. Dafür gibt es Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss kurz aufs Klo. Gut, wir warten so lange auf Sie. Es könnte länger dauern. Okay. Hier wurde ja frisch gewischt. Oh nein, wer hat die Bank hier hingestellt? Die Treppe. Sie braucht wirklich ziemlich lange. Vielleicht sollten wir doch nachsehen, was los ist. Frau Lehrerin, alles in Ordnung. Oh nein! Ja, was ist denn da? Was ist passiert? Da hat jemand einen noch eingepackten Schokoriegel weggeschmissen. Der ist doch noch gut. Was ist das für ein glibbriger Hackfleisch auf meiner Treppe? Und Mayonnaise. Waka, ciao, ich muss euch etwas erzählen. Ich habe eine sehr niedliche Entenfamilie über die Straße watscheln sehen. Und eure Lehrerin ist bei einem grausamen Unfall gestorben. Was? Huch, jetzt habe ich das Fröhliche traurig und das Traurige fröhlich erzählt. Naja, ich mache euch mal Käsehäppchen. Frau Lehrerin ist von uns gegangen. Wir spielen nun von Band ein Lied, das sie sich in ihrem Testament gewünscht hat. Finden wir Trost in dieser Musik bei dem Gedanken an sie im stillen Gebet. Fuck you, bitch, bitch, bitch. Ich kann nicht glauben, dass sie tot ist. Ich weiß nicht, ob ich sie ansehen kann. Wir sollten ihr die letzte Ehre erweisen. Ja, du hast recht. Auf Wiedersehen, Frau Lehrer. Was ist mit ihr? Wir konnten ihr Gesicht nicht rekonstruieren, darum haben wir einfach einen Fisch genommen. Sind Sie Wakashimu Tanemahatsunai Twinkwank Twinkwank Twinkton Wanawan? Ja, die bin ich. In Frau Lehrerins Testament steht, dass sie all ihren Besitz an die beste Schülerin ihrer Klasse vererben möchte. Die Beste. Das hat sie hier nochmal unterstrichen. Folgende Dinge gehören von nun an Ihnen. Ein Glas eingelegte Gurken, eine CD-Hülle ohne CD, ein Plastik-Kühlschrankmagnet und eine geheimnisvolle Kiste. Oh, was ist da drin? Das wissen wir nicht. Es gibt keinen Schlüssel. Warum sagen Sie, wir wissen das nicht? Sie sind doch nur eine Person. Ja. Ich bin so allein. Da ist etwas in der Kiste. Wenn es keinen Schlüssel gibt, dann müssen wir sie wohl aufbrechen. Noch etwas Tee, gnädigste. Aber gerne, meine teuerste. Was macht ihr da mit meiner Kiste? Mir ist nichts mehr eingefallen, was man sonst noch damit tun könnte. Sieh mal, hier steht etwas. Sauerwarzig unbewegt hat euch jemand reingelegt. Was kann das bedeuten? Da ist Der Schlüssel. Da sind ja nur Papier und Zeitungen drin. Das sind ganz viele gemalte Bilder von uns. Das ist ein Monster, das ich mal in einem Albtraum gesehen habe. Und das ist von mir. Ich habe mal von grünen Glibbermonolithen geträumt. Und hier ist ein Bild von einem riesigen Tentakelmonster, das mit Schau in allen erdenklichen Positionen rum... Ja, davon hab ich mal geträumt. Merkwürdig, wir haben alle im selben Zeitraum fast das Gleiche geträumt. Oh Gott, in der Zeitung, da ist ein Bild von einem grauenhaft abscheulichen Monster. Das ist ein ganz normales Bild von David Hasselhoff. Hallo, Hilfspolizistin Walker. Hallo, Officer Bär. Ich habe einen Auftrag für dich. Du musst dich im naheliegenden Wald um ein paar Rowdies kümmern, die überall komische Sachen hinmalen. Das sieht aus wie unsere Albtraumbilder aus Frau Lehrerins Kiste. Warum können Sie sich nicht darum kümmern? Ich bin gerade mit einem anderen Fall beschäftigt und habe keine Zeit. Viel Glück. Jawohl, Officer Bär, wird gemacht. Lasst uns Rowdies aufmischen und dem Rätsel auf die Spur kommen. Nee, keine Lust. Ihr kommt jetzt mit! Hier ist Rosa Fuchs, alles ruhig im Sektor 14G. Wie sieht's bei euch aus? Over! Hier ist große Banane. Ich befinde mich in Abschnitt Charlie Blau. Hier ist alles Roger. Over. Stinkender Molch, wie ist deine Position? Findet ihr das nicht albern? Benutzt gefälligst das Funkgerät, stinkender Molch. Hier ist stinkender Molch. Findet ihr das nicht albern? Over. Nein. Wow, der Wald wird immer mehr zu einem Dschungel. Und hier gibt's überall Lianen. Die könnten wir benutzen, um durch den Wald zu schwingen. Yay! Mehr Wind. Ich glaube,
wir sollten jetzt wirklich weitergehen. Okay. Hier ist der Wald so düster und gruselig. Hört ihr das? Das klingt wie Trommeln. Hey, hier ist ein Wegweiser. Da sind die Rowdies, die machen ein Voodoo-Treffen. Nehmen wir die Abkürzung. Aber dieser Weg ist viel gefährlicher als der andere und ich habe die Rowdies doch schon gesehen. Oh nein, mein Röckchen. Diese Dornen werden mir komplett die Kleidung zerreißen. Hey, yes, ich nehme auch die Abkürzung. Ah, meine Hose. Geschafft, die Rowdies sind nicht mehr weit. Aber wir waren doch... Ah! Ich will sie sehen, bevor sie uns sehen. Hier, Tarnfarbe. Damit verschmelzen wir mit der Umgebung. Glaubst du wirklich, dass wir so gut getarnt sind? Natürlich, sie werden glauben, wir wären Tiere. Ich bin ein Schmetterling. Da sind die Rowdies. Wow, die können sau nicht tanzen. Hast du das gehört? Schmetterling. Oh, das sind ja nur ein Schmetterling und eine Katze und ein mega hässlicher Affe. Oh Gott, die haben menschliche Knochen als Massen. Und überall sind Blut und Gedärme. Und sie haben eine Chipstüte in den Wald geworfen. Schluss mit dem Unsinn, ihr seid verhaftet. Jetzt wollen wir mal sehen, wer hinter dieser Maske steckt. Otozu! Ja, Marke, all die Jahre lang habe ich dir vorgetäuscht, ich wäre dein Freund, aber in Wahrheit bin ich ein sehr gut gezeichneter Voodoo-Kultist. Wie konntest du mich nur so belügen? Es ist aus zwischen uns. Ich glaub's nicht, sie hat mit ihm Schluss gemacht. Hey, ist mir egal, was hier abläuft. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Sie hat mit ihm Schluss gemacht. Und wer steckt hinter dieser Maske? Hallo, ich bin Judy. Ach, Judy, hi, na? Du kennst mich? Nö. Sie haben fast dieselben Bilder gemalt wie wir. Guck dir mal diese grauenhaft hässliche Voodoo-Puppe an. Das ist schon wieder David Hasselhoff. Kommt es mir nur so vor, da geht von der Puppe ein unheimliches grünes Leuchten aus. Oh nein, vielleicht ist das Kryptonit. Ah, meine Kräfte schwinden. Yes, du bist doch nicht Superman. Wenn ich nicht Superman wäre, könnte ich dann das hier machen? Ich schätze nicht. Wir sollten dieses Ding von einem Wissenschaftler untersuchen lassen. Das ist ja wirklich ein eigenartiges Ding. Ich habe in all meinen Jahren in der Wissenschaft noch nie so etwas gesehen. Das ist ein Hamster. Dr. Succulentus, können Sie das hier für uns untersuchen? Großer Gott, mysteriös, mit fast schon unmenschlicher Hässlichkeit. Es könnte außerirdischer Herkunft sein. Ihr solltet damit zum Meister Fuzzi gehen, er kennt sich mit sowas aus. Hier ist seine Adresse. Danke, Doc. Meister Fuzimi Tetsuya Fatsuyoshi Fatsumoto Kanada zu Sunshine Bay 12. Wow, der wohnt ja total luxuriös. Ups, ich hatte meinen Finger auf der Adresse Sunshine Bay 12a. Ja, hallo? Hi, Meister Fuzzi, ich bin's, Wake. Können wir... Hallo, wer ist da? Ich stehe doch hier, Sie sehen mich. Hallo? Hallo, Meister Fuzzi, hier ist Wake. Ah, kenn ich nicht. Und jetzt runter von meinem Grundstück! Na, warte! Gleich komme ich! Einen Moment noch! Ich habe Ihnen schon 1000-mal gesagt, ich möchte keinen neuen Stromanbietervertrag! Aber ich bin es doch, Wake. Ich habe mal gegen Ihre Töchter Volleyball gespielt. Ja, und dann haben sie ihr diesen Pokal gegeben, den ich für alle Fälle immer dabei haben muss. Na, wenn das so ist, kommt herein! Meine 4 bildhübschen Töchter machen gerade etwas zu essen! Sushi! Gurke. Oh, Sissi! Baguette. Oh, Sushi! Rettich und Kartoffeln. Oh, Cthulhu! Macht bitte für unsere Gäste auch was zu essen! Oh Gott, seht sie nur an! Das kann doch kein Zufall sein. Ich glaub's ja nicht. Wir haben habt genau dasselbe Shirt. Nein, nein, seht ihr Gesicht an! Sie war neulich beim Friseur, danach sieht doch jeder immer ein bisschen komisch aus. Aber sie hat Tentakel. Oh Gott, schau. Manche Leute haben Segelohren, sie hat Tentakel. Du bist so oberflächlich. Nun, was kann ich für euch tun? Also unsere Lehrerin hat diese gemalten Bilder von uns gesammelt. Oh, Frau Lehrerin, trauriges Schicksal. Die kannte ich noch, als sie ein junges Ding war. Solche Glocken hatte die. Habe ich ihr beide abgekauft. Ja, und wir haben auch komische Bilder im Wald gefunden und diese Voodoo-Puppe, die scheinbar außerirdisch ist und angeblich wissen sie etwas darüber. Ja, ich kenne da eine Legende. Es gab eine Zeit, in der Monster die Erde beherrschten. Sie sind von den Sternen gekommen und haben ihre Abbilder mit sich gebracht. Auch wenn sie heute nicht mehr leben, so starben sie auch nie wirklich. Sie schlafen in Steinhäusern und teilen sich empfänglichen Menschen durch Träume mit. Damit diese sie, wenn die Sterne richtig stehen, befreien, sodass sie erneut über die Erde mit Chaos herrschen können. Die Bilder und die Puppe bedeuten also, dass die Monster wieder erwacht sind? Entschuldigung, bin kurz eingenickt. Was hast du gerade erzählt?
Sie haben erzählt. Die Monster, die in Steinen schlafen, die Albträume. Warum hat Frau Lehrerin das alles gesammelt? Ach, alte Leute sammeln eben viel. Ich sammle zum Beispiel Bilder von dicken Möpsen. Hier. Ich glaube, wir gehen jetzt besser. Wenn die Monster zu uns im Traum sprechen, vielleicht sollten wir versuchen, wieder von ihnen zu träumen, um Antworten zu bekommen. Ja, stellen wir uns einfach für heute Nacht jede Stunde den Wecker und dann malen wir sofort, was wir gesehen haben. Okay. So, ihr Monster, ich hoffe, ihr nehmt wieder Kontakt zu mir auf. Hey, ciao! Was willst du denn hier? Wir wollten doch die Monster im Traum kontaktieren. Tja, ich dachte, ich übernachte bei dir. Pyjama-Party! Wir können die ganze Nacht wach bleiben und über Jungs lästern. Wir haben die ganze Nacht Bilder gemalt. Was hast du geträumt? Naja, ich habe das hier gemalt. Du hast von einer Katze geträumt? Nein, ich hatte nur Lust, eine zu malen. Ich habe den Wecker falsch gestellt und die ganze Nacht durchgeschlafen. Jetzt zeigt mal eure Bilder. Scheint, als hättet ihr einfach nur gejammert, dass ihr die ganze Nacht wach bleiben musstet. Da kommen wir nicht weiter. Schauen wir noch mal in Frau Lehrerins Kiste nach. Außer unseren Bildern sind noch ganz viele Zeitungsartikel drin. Hier ist was Merkwürdiges. Es wurde ein Frachter geborgen, der Schiffbruch erlitten hat. Die gesamte Crew ist tot, außer einem Überlebenden. Sieh mal, er hat irgendwas in der Hand. Das Foto ist so unscharf, ich kann es nicht genau erkennen. Hey, braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich kann mit meinem Hightech Pro Bildbearbeitungsprogramm den Bildausschnitt vergrößern. Wie bitte? Ich kann den Bildausschnitt vergrößern. Verzeihung? Ich kann den Bildausschnitt vergrößern. Was? Ich kann den Bildausschnitt Ich vergrößern. hab nichts verstanden, aber kannst du uns diesen Bildausschnitt vergrößern? Kein Problem. Vergrößern, scharf stellen. Das gibt's doch nicht, er hat auch eine Voodoo-Puppe. Das ist unser Mann, wir müssen ihn finden. Wir wissen noch nicht mal, wer das ist und in der Zeitung steht kein Name. Moment, vergrößern, scharf stellen. Aha, ein Fingerabdruck. Soll ich ihn mit der Datenbank abgleichen? Ihr habt eine Fingerabdruck-Datenbank? Ja, hinterm Kaninchenkäfig. Nein, warte. Vergrößern, scharf stellen. Oh, ein DNA-Strang. Das ist doch überhaupt nicht möglich. Wie soll denn das gehen? Vergrößern, scharf stellen. Aha, da haben wir es. Name und Adresse. Tim Thompson, Gravel Road 33. Ja, hallo? Hallo, sind Sie die Frau von Tim Thompson? Wir wollten Ihnen was zum Schiffsunglück fragen. Oh, tut mir leid, Kinder. Ihr könnt nicht mehr mit ihm sprechen. Oh nein, das tut mir wirklich leid. Tschüss, Schatz. Tschüss. Wie gesagt, ihr könnt nicht mit ihm sprechen. Er ist gerade los zur Arbeit. Blöde Grippe. Oh, Ihr Mann ist gar nicht tot. Nein. Aber warum tragen Sie denn schwarz? Ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Und der sagt... Gothic-Deko. Aber ich kann euch weiterhelfen. Mein Mann hat nicht viel vom Schiffsunglück geredet, aber er hat viel Zeit mit seinem Manuskript verbracht. Hier. Das ist ein Tierbilderbuch. Nun, er hat sehr viel Zeit damit verbracht. Vielleicht hilft es euch. Bis dann. Das ist eine Katze. Das ist ein Hund. Du hast ein richtig großer Hahn. Piephahn. Verstehst du? Also Cockirse. Auf Englisch funktioniert der Witz besser. Hier seht mal, auf der Seite für Meerestiere ist was reingekritzelt. Das sieht aus wie... Koordinaten. Tim Thompson hat Schiffbruch erlitten zur selben Zeit, wie wir die Albtraumbilder gemalt haben. Vielleicht ist bei diesen Koordinaten etwas, das alles erklärt. Wir müssen dorthin reisen. Mit einem super coolen Schiff. Schade, dass wir uns so eins nicht leisten konnten. Weiß nicht, warum ihr zu diesen Koordinaten wollt. Da ist überhaupt nichts. Fahren Sie uns einfach dahin, Captain Cheatweather, und Sie bekommen noch eine Buddel rum auf Ihre Bezahlung obendrauf. Alkohol am Steuer ist verboten. Das gilt an Land wie auf dem Wasser. Sehr schön, dass Sie sich an die Schifffahrtsregeln halten. So, da sind wir. Ich hab doch gesagt, bei diesen Koordinaten ist nix so wieder nix. Und was ist mit dem Nebel da? Eine Insel. Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Hier sind die klipprig-grünen Steinmonolithen aus meinem Albtraum. Habe ich noch nie gesehen. Hier sind Tentakel in Stein gemeißelt. Die Monster, die in Steinen schlafen, wie Meister Fuzzi gesagt hat. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Guck mal, eine Möwe. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Wow, seht euch diese gigantische Tür an. Los, machen wir sie auf. Nein, warte, warte. Das sieht aus wie eine Türklingel. Du weißt doch nicht, wer oder was sich dahinter verbirgt. Ich kann nicht anders. Ich muss das tun. Meine Hand bewegt sich wie von selbst. Ihr habt das Tor geöffnet und mich aus meinem Schlaf erweckt. So viele Menschen habe ich schon im Traum besucht und ihr habt mich gefunden. Nun werde ich über die Erde mit Chaos herrschen. Ja, Millionen habe ich mich nach Freiheit gesehnt. Was bringt ihr denn vor? Oh nein, David Hasselhoff. Der Torkel hat meine Eingeweide rausgerissen. Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Oh nein, auf weiter, ciao, du musst mich zurücklassen. Ich habe mir den Ellenbogen gestoßen. Ich bin so gut wie tot. Ich lass dich nicht zurück, Mann. Volle Kraft voraus. Das Schiff ist so langsam, wir können nicht entkommen. Was haben wir nur getan? Wir dürfen nicht zulassen, dass das Monster die Menschheit vernichtet. Maike, was machst du denn? Jetzt steuern wir genau auf das Monster zu. Ich weiß, Joe. Ich weiß.
Da ist eine Hand auf meinem Hintern. Ich weiß. Ich habe gar keine Angst, weil ich deine Hand halten darf, Orke. Entschuldigung, ich habe nicht vor, heute zu sterben. Der alte abgetrennte Handtrick. Keine Sorge, ich rufe die Tiere des Meeres zu Hilfe. Man ruft nur Flipper, Freunde aller Kinder. Ja, es funktioniert. Gleich haben wir es geschafft. Yay, die Menschheit ist gerettet. Nur schade, dass Trout erst geopfert werden mussten. Komm, wir essen auf den Schreck erstmal einen Happen Thunfisch. Oh, wo sind wir? Nein, wir sind in einer anderen Dimension, mitten im Nirgendwo und werden nie wieder nach Hause zurück können. Naja, du hast ja immer noch mich und ich kann uns bis zu unserem Tod mit 1A Witzen versorgen. Habe ich schon erzählt, dass mein Penis im Guinness-Buch der Rekorde war? Wirklich? Ja, aber dann hat man mir das Buch weggenommen und ich wurde aus der Bibliothek geworfen. Ja, das war's wieder von den Japanoschlampen. Monster aus einer Albtraumdimension, die wie David Hasselhoff aussehen, bedrohten die Erde. Doch die Japanoschlampen haben uns alle mal wieder gerettet. Aber vergesst sofort, was ihr gesehen habt, denn das Wissen ist zu gefährlich. Das Leben der Menschheit hängt davon ab. Erzählt einfach jedem, im Film ging's um gewöhnliche Teenie-Liebesscheiße mit einer Szene, wo jemand cool Auto gefahren ist. Ja.